Also erstmal zu den Vorwürfen. Also PFLP, Hamas. Samedun wurde als Arm der PFLP bezeichnet, als Arm der Hamas bezeichnet, als Arm der islamischen Dschihad bezeichnet, als Arm der Iran bezeichnet. Das ist eine typische Taktik, besonders in westlichen Ländern, wo eine Gruppe die politische Arbeit leistet bezüglich des Themas Palästinas. Sie werden versuchen, sie mit einer verbotenen Organisation zu verbinden, um diese auch zu verbieten. Und wenn diese Verbindung nicht steht, dann wird er hergestellt, indem sie dann diese Vorwürfe immer wieder wiederholen, bis es greifbar genug ist, dass sie es als Ausrede nutzen können. Aber wenn es tatsächlich Verbindungen zwischen Samedun und irgendwelche Fraktionen gibt, dann hätten sie 129b benutzt. Es gibt doch ein Gesetz für diese Fälle. Das haben sie aber nicht benutzt, weil sie können es nicht nutzen, weil diese Verbindung überhaupt nicht steht. Wir grüßen natürlich alle Widerstandskräfte Palästinas, aber Samedun ist kein Teil irgendwelcher palästinensischer Fraktion. Es ist eine selbstständige Organisation von Aktivisten, die weltweit für die palästinensischen Gefangenen arbeiten. Aber was sie hier versuchen zu sagen, ist dann, dass der palästinensische Widerstand illegitim ist. Dass dieses Aufruf zur Gewalt ist dann diese Unterstützung des palästinensischen Widerstands. Und dieser palästinensische Widerstand ist legitim. Und das ist ja nicht nur, weil wir Palästinenser sind und wir denken, wir müssen uns befreien etc., sondern das ist also auch von internationalem Recht garantiert. Das besetzte Völker haben das Recht auf bewaffneten Widerstand. Der Staat versucht irgendwie dieses Bild herzustellen, dass der palästinensische Widerstand terroristisch sei. Als ob Deutschland oder USA oder Großbritannien oder Frankreich oder der EU überhaupt in der Lage sind zu sagen, wer sei terroristisch. Das sind die Länder, die in den letzten 100 Jahren enorme Mord und Tod und Genozid an der ganzen Welt gebracht haben. Hunderte von Millionen von Menschen sind von diesen Ländern getötet. Durch die Weltkriege, durch die koloniale Aktivitäten von diesen Ländern, auch in verschiedenen Ländern, in Irak, in Afghanistan, in Libyen etc. Sie haben kein Recht darauf zu sagen, wer sei terroristisch. Die sind die Terroristen. Und der palästinensische Widerstand hat nie auf die Zustimmung dieser westlichen, barbarischen Regierungen gewartet. Das palästinensische Volk und die Völker der Welt akzeptieren und unterstützen diesen Widerstand. Sie brauchen die Unterstützung der westlichen Regierungen nicht. Und das erwarten wir auch nicht. Diese Forderung, sich von Hamas zu distanzieren, es gibt zwei unterschiedliche Ausgangspunkte. Also vom Staat ist kein Widerstand legitim. Also der deutsche Staat sieht keinen palästinensischen Widerstand. Es sieht nur Terrorismus gegen die Bevölkerung der Siedler im Besitz der Palästina. Da kann man nicht wirklich argumentieren, weil da fehlt dann dieses Grundverständnis von Palästina ist besetzt und Widerstand ist legitim. Aber andererseits, es gibt andere Akteure und zum Beispiel die Deutsche Linke, die haben dieses Verständnis, es ist eine Kolonie im Nahen Osten, es ist eine Kolonie im arabischen Welt, die vertritt die Interessen der Imperialisten. Widerstand gegen diese Besatzung ist legitim, aber sie wünschen ihnen einen kommunistischen Widerstand, damit sie diesen Widerstand von ihren Sofas unterstützen können. Und ich glaube, da gibt es ein enormes Missverständnis. Also auch eine enorme eurozentristische Ansicht gegenüber Palästina. Weil Überraschung ist Palästina Teil der arabischen Welt und Islam gehört zur arabischen Welt, gehört zur Gesellschaft. Und auch Islam gehört zum palästinensischen Befreiungskampf. Zum Beispiel, also der militante Arm von Hamas, wie heißt es?
Izzeddin al-Qassam-Brigaden. Izzeddin al-Qassam ist ein Imam von 1935. Der ist aus Syrien, also da gab es kein Syrien und Palästina, sondern arabischer Raum. Aber der war aus Syrien und der hat dann die Franzosen gekämpft und dann ist er nach Palästina gekommen und hat da die erste organisierte Zellen gegen die Briten organisiert und ist dann mit diesem Kampf gestorben. Und sein Tod hat die Revolution von 1936 bis 38 oder 39 gestartet. Und diese Revolution war so enorm in Palästina, dass am Ende der Revolution gab es mehr britische Soldaten in Palästina als in Indien. Da gab es einen Generalstreik über Monate in Palästina. Also die Rolle von Islam, also der hat also Leute aus den Moscheen organisiert. Und auch heutzutage also spielt der islamische Widerstand eine Führungsrolle im Befreiungskampf. Es gab eine Zeit, wo die PFLP, also die marxistisch-leninistische Widerstandsfraktion, oder Fatah, die nationalistische Widerstandsfraktion, die haben den Kampf geführt. Heutzutage haben sie eine kleinere Rolle und die islamischen Kräfte sind stärker. Und man muss dann auch verstehen, dass im Befreiungskampf, im nationalen Befreiungskampf, gibt es Hauptwiderspruch mit der Besatzung und sekundäre Widersprüche innerhalb der Bewegung. Und das verstehen auch die marxistisch-leninistische Fraktionen in Palästina. Die PFLP oder DFLP, also die marxistisch-leninistische Fraktion, sie unterstützen Hamas vollständig. Sie sind Teil des Kampfes in Gaza heutzutage. Sie verteidigen Gaza mit Hamas, mit Al-Dschihad etc. gegen die Besatzung. Und also hier ist es tatsächlich sehr, sehr arrogant, denn diese Vorstellung, weißt du, dass Leute die zwei Bücher gelesen haben und also keine materielle Erfahrung in einer Revolution oder Befreiungskampf haben. Sie denken, sie sind in der Lage, diese Leute, die am Front kämpfen und ihr Leben für Palästina opfern, zu beurteilen. Also wenn das kein eurozentristisch ist, dann habe ich keine Ahnung, was ist. Wenn du siehst, dass du mit der Position des Staates 100% übereinstimmst, dann musst du dich fragen, also mache ich hier was Falsches? Habe ich was Falsches verstanden? Und das ist die Vorstellung des Staates. Und das macht der Staat immer. Also in Zeiten der Krise, also der Staat spielt eine enorme Rolle und diese Kriegsmedien spielen eine enorme Rolle in der Emotionalisierung der Gesellschaft, damit plötzlich alles geht. Sie können auf einmal alles machen, was sie wollen. Sie haben Demos verboten, sie haben Slogans verboten. Jetzt also werden Leute bestraft, weil sie Kindermutter Israel sagen, weil sie sagen, es gibt einen Genozid in Gaza, weil sie sagen, from the river to the sea, Palestine will be free. Leute werden bestraft und Leute in Demos werden festgenommen, weil sie solche Schilder haben. Also gleichzeitig in einem größeren Sinne, es gibt eine enorme Verschärfung der Flüchtlingspolitik. Und der Waffenhandel mit der Besatzung hat sich in dem letzten Monat verzehnfacht. Und die militärische Unterstützung für die Ukraine wird sich nächstes Jahr verdoppeln. Und gleichzeitig sind die Lebensbedingungen in Deutschland schlimmer geworden. Leute können nichts leisten, etc. Aber der Feind dieser Phase sind diese bösen, barbarischen Palästinenser auf unseren Straßen. Und das macht immer der Staat.
in Zeiten der Krise sucht sie immer einen Feind und dann nutzt diese Chance, um die Bevölkerung zu emotionalisieren. Und dann können sie alles machen, was sie wollen. Es war dasselbe im 9/11, es war dasselbe vor dem Krieg in Afghanistan, vor dem Krieg in Irak, vor dem Krieg in Libyen. Wenn diese imperialistischen Staaten Scheiße bauen wollen, dann fängt es an mit den Medien, mit dieses Dämonisierung von bestimmten Segmenten der Gesellschaft oder andere Gesellschaften. Und das ist einfach typisch. Und das passiert die ganze Zeit. Und das haben wir so oft gesehen. Und nach 10 Jahren denkt man, dieser Krieg in Irak war nicht gut. Die Unterstützung von Apartheid-Regime, also in Afrika, war nicht wirklich gut. Dieser Krieg in Afghanistan war nicht gut. Was in Libyen passiert, ist eigentlich schlimm, aber das wussten wir nicht, etc. Aber danach fallen sie im selben Loch wieder und wieder. Aber Deutschland war immer auf der falschen Seite. Es war auf der falschen Seite mit Südafrika sogar. Also Westdeutschland damals. Aber jetzt sind die Helden, aber in der Zeit waren sie die Terroristen, die Barbaren, die Zivilbevölkerung töten und keine Ahnung was. Das ist historisch so. Also weil Deutschland von ihrer Geschichte nicht lernt. Also wenn es gelernt hätte, dann wären jetzt alle Deutschen auf der Straße. Weil Deutschland jetzt unterstützt aktiv den Genozid in Gaza. Dann wäre zum Beispiel Olaf Scholz in Haag. Also uns wird auch vorgeworfen, dass wir das friedliche Zusammenleben der Völker in Deutschland gefährden. Und was wir hier sagen, ist, Deutschland und der deutsche Staat gefährdet das friedliche Zusammenleben in Deutschland. Weil dieser Staat hat Millionen von Menschen, Millionen von Palästinenser, Araber, Türken, Kurden, auch Deutsche, entfremdet und ihnen Extremgewalt in den letzten Monaten eingesetzt hat. Bezüglich Demoverbote, bezüglich physischer Gewalt und Angriffe der Bullen auf friedliche Demonstrationen. Und diese Leute fühlen sich nicht mehr sicher. Und das sind Leute, die wirklich in Deutschland entfremdet fühlen. Und das sehen wir auch in unseren Kreisen. Leute sehen jetzt Deutschland viel anders. Das alles wird unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Antisemitismus gemacht. Und das ist auch gefährlich für die Juden in Deutschland. Das ist extrem gefährlich für die Juden in Deutschland. Weil, was sie sagen, ist mehr oder weniger, wenn du sagst, was in Gaza passiert ist, ein Genozid sei, dann bist du Antisemit. Wenn du für die Befreiung Palästinas sich einsetzt, dann bist du Antisemit. Diese Besatzung repräsentiert die Juden. Dieses Genozid in Gaza repräsentiert die Juden. Und das wird immer und immer wiederholt, dass irgendwelche Kritik gegenüber dieser Besatzung ein Angriff auf Juden sei. Und was das dazu führen wird, ist, dass Leute tatsächlich das glauben, wenn der Staat das die ganze Zeit wiederholt. Ja, dann werden die Leute auch glauben, das sind doch die Juden, die das Genozid in Gaza verursacht haben. Und das sind Juden, die auch hier wohnen. Das ist gefährlich. Das ist extrem gefährlich. Es war Samiduns Arbeit und auch die Arbeit von allen Palästinensern, diese Gleichsetzung zwischen die Verbrechen in Palästina und Judentum zu trennen. Weil wir denken nicht, dass was gerade in Gaza passiert, das Judentum in irgendeiner Sinne repräsentiert. Es ist eine Kolonie, eine europäische Kolonie in Palästina, die ganz normal handelt, wie alle anderen Kolonien in der Geschichte. Sie sieht dieses andere Menschen, dieses einheimische Volk als Untermenschen, die getötet werden können, die vernichtet werden können, die vertrieben werden können.
Und, aber das ist typisch für die Kolonialisten. Und das haben wir in französischen Kolonien gesehen, in belgischen Kolonien gesehen, in deutschen Kolonien gesehen. Alle Kolonien der Welt haben diese Vorstellung und haben sich auch entsprechend gehandelt. Und unser Problem ist mit dieser Kolonie und nicht mit Juden oder Judentum. Und hier ist es extrem geschmacklos, das Wort Vernichtung zu nutzen. Besonders wenn es von Deutschen kommt. Weil diese Vernichtung der Juden ist die deutsche Geschichte. Es war nie die palästinensische Geschichte und wird nie die palästinensische Geschichte sein. Es ist die palästinensische Revolution und der palästinensische Befreiungskampf, die immer diese Gleichsetzung zwischen Judentum und Zionismus abgelehnt hat. Das steht auch sogar in einem Charta von 1967, das in den Flüchtlingslagern in Jordanien geschrieben wurde von allen Widerstandsfraktionen. Und da ist dann diese klare Trennung zwischen den beiden also zu lesen. Und wenn man sagt, wir wollen die Besatzung zerstören, wir wollen ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer, dann heißt es, wir wollen ein freies Palästina, wo alle zusammen leben können. Das ist die Alternative zur Apartheid, das ist die Alternative zu Kolonialismus, das ist die Alternative zur Vertreibung der Palästinenser, das ist die Alternative von dieses Handel gegenüber den Palästinensern als Untermenschen und dieses tägliche Töten und die Genozid, die wir heute in Gaza sehen und dieses tatsächlich Vernichtungsversuche in Gaza. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil hochrangige israelische Politiker, Minister, Prime Minister, keine Ahnung was, haben explizit gesagt, wir wollen alle Palästinenser in Gaza töten und vernichten. Und es gab auch einen Vorschlag mit, wir sollen eine Atombombe auf Gaza schießen. Das ist Vernichtung. Das sind Vernichtungsideologien. Und das sind auch Praktiken, die wir auch heute sehen, wo sie greifen Krankenhäuser an, sie greifen Schulen an, sie greifen Journalisten an, sie greifen jegliche Person an. Mehr als 10.000 sind getötet, fast 5.000 davon sind Kinder. Und man sieht nicht diese Empörung in Deutschland. Was sie also natürlich gezeigt haben, als dieses Fake News mit 40 getötete Kinder in den Siedlungen. Das zeigt also auch offensichtlich, dass es geht nicht um diese humanitäre Vorstellung Deutschlands gegenüber der Welt. Weil wegen Fake 40 Kinder gab es diese enorme Kampagne gegen alle Palästinenser, Verschärfung der Flüchtlingspolitik, dieses Angriff gegen Demos, alles ging. Ne? Aber heutzutage gibt es 5.000 reale Kinder, die getötet wurden. Wo ist die Empörung? Wo sind die deutschen Politiker, die das nicht akzeptieren und nicht mehr und das geht nicht, etc. Und das erlauben wir nicht auf unserer Straßen und keine Ahnung was. Andererseits, sie unterstützen dieses Genozid aktiv. Die Zwei-Staaten-Lösung ist, was wir gerade haben. Das ist die natürliche Entwicklung der Zwei-Staaten-Lösungsversuch. Wir haben Siedlungen überall im Westbank. Wir haben eine Quasi-Regierung, die von Kollaboratoren also geführt wird und als Werkzeug der Besatzung arbeitet. Wir haben ein belagertes Gaza, die heute vernichtet wird. Und das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Die Leute, oder die Organisation oder irgendwas, die für Zwei-Staaten-Lösung aufrufen, es gibt manche, die das eigentlich aus Missverständnis machen und es gibt manche, die wissen, was sie machen. Zum Beispiel die USA auch ruft für Zwei-Staaten-Lösung. Für die zum Beispiel USA ist es eher, wir setzen die Sache in diesem Limbo, wo
keiner kann irgendwas machen und gleichzeitig wird die Besatzung mit ihrer Politik einfach weitermachen und stärker werden und so weiter und so fort und kann alles machen, was sie möchte. Ja. Und gleichzeitig, wenn die Palästinenser irgendwas sagen, dann, nee, warte, ihr gefährdet die Zwei-Staaten-Lösung. Auf der anderen Seite, es gibt auch komische Vorstellungen, wo die Arbeiterklasse von Palästina mit der Arbeiterklasse in Israel zusammenkommen, um die Besatzung zu zerschlagen. Keine Ahnung. Ja, das ist einfach Schwachsinn. Die Arbeiter in der Besatzung sind Siedler, die von dieser Besatzung aktiv profitieren. Und diese Besatzung hat als Kernideologie Expansion, Vertreibung, Vernichtung, Tötung etc. Das ist Kern der Praktiken in dieser Besatzung. Zwei-Staaten-Lösung ist nochmal, was wir heute sehen. Und es gibt keine Lösung für Palästina, ohne diese Besatzung zu zerschlagen. Und diese Vorstellung von Zwei-Staaten-Lösung und so weiter und so fort, wir können auf jeden Fall zur Geschichte gehen und gucken, was hat mit historischen Kolonien passiert. Es gibt entweder die Zukunft, wo Palästina wie Algerien sich von den Franzosen befreit, wie die Leute von Südafrika, die die Apartheid-Regime zerstört haben, wie die Leute in Vietnam, die die Besatzung von Amerika also rausgeschmissen haben. Und danach können dann die Leute in Würde und Gerechtigkeit leben. Und das ist ein freies Palästina, vom Fluss bis zum Meer, wo Leute einfach als Gleichberechtigte, egal welche Religion, in Ruhe und in Frieden zusammenleben können. Die zweite Alternative ist dann wie die Kolonien von Kanada, von USA, von Australien, von Neuseeland, wo die Kolonialisten die einheimische Bevölkerung vernichten. Und das sind die zwei Möglichkeiten. Die erste, wo Leute einfach zusammenleben können, wie vor der Besatzung. Und die zweite ist die Vernichtung. Und ja, wenn der deutsche Staat denkt, dass ein friedliches Zusammenleben nicht geht und dass diese Siedler ihr eigenes Land haben müssen, dann können sie ihnen einfach Sachsen zur Verfügung stellen. Sie haben nichts in Palästina zu suchen. Also der 7. Oktober war tatsächlich eine Wiedergeburt der modernen palästinensischen Revolution. Es hat gezeigt, dass der palästinensische Widerstand in der Lage ist, zu kämpfen, die Initiative zu nehmen. Die hat zum Beispiel mehrere Normalisierungsversuche mit arabischen Staaten komplett gestoppt. Es hat dazu geführt, dass mehrere Fronten gegen die Besatzung und gegen Amerika in Irak und Jemen und so weiter also geöffnet wurden. Es hat das wahre Gesicht der Besatzung der ganzen Welt gezeigt. Also was die Besatzung heute in Gaza macht, dieses Genozid und Tötung von Kindern und Angriff auf Krankenhäuser und so weiter und so fort, das sehen die Palästinenser täglich, seit 75 Jahren. Die Welt wollte es nicht sehen. Aber heute, man kann nicht wegschauen. Es ist so offensichtlich. Und das ist ein klares Signal für jeder, der sagt, erstmal Zwei-Staaten-Lösung. Es geht nicht. Der Widerstand hat auch in der Praxis gezeigt, wie die Belagerung von Gaza gestoppt werden kann. Weil in den 17 Jahren, also seit dem Anfang der Belagerung, gab es mehrere diplomatische und politische Kampagnen, Initiativen und so weiter und so fort, um diese Belagerung zu beenden. Es gab diese Märsche, Marches of Return, wo Leute aus Gaza sind zum Mauer gelaufen
Hunderte wurden getötet, Tausende wurden also nicht nur verletzt, sie schießen sie gezielt auf den Knien. So, es gibt jetzt eine große Bevölkerung von Leuten, die einfach auf dem Rollstuhl sind. Und es gab auch mehrere Angriffe auf Gaza, wo der Widerstand sogar nicht geantwortet hat. Vor der Besatzung ein Assassination, also in Gaza macht, oder ein Angriff auf irgendwelche Stützpunkt oder irgendwelche Gebäude, wo die denken, da gibt es dies und das, wo Hunderte von Leuten auch gestorben sind und der Widerstand hat nichts gemacht. Und in den 17 Jahren hat es gezeigt, dass nichts hat funktioniert. Und die internationale Community und UN und EU und keine Ahnung was und auch die arabischen Länder, also können diese Belagerung nicht stoppen. Der Widerstand hat ein klares Weg zum Aufheben dieser Belagerung gezeigt. Der 7. Oktober hat auch dann wiederum die palästinensische Sache zum ersten Punkt der geopolitischen Diskussion geführt. Man hat sehr schnell gesehen, wie sich imperialistische Länder hinter der Besatzung stehen. Und dass diese Besatzung tatsächlich eine Kolonie des Westens in der arabischen Welt ist. Aber besonders in Deutschland und besonders mit den repressiven Mitteln, die wir gesehen haben, es war tatsächlich absurd. Es war wirklich absurd, also was in Deutschland passiert. Und es ist auch Teil eines globalen Trends, wo diese westlichen Staaten versuchen mit allen Mitteln die Wahrnehmung der Bevölkerung bezüglich geopolitischer Ereignisse zu kontrollieren. Und das machen sie, indem sie dann diese Leute angreifen, Medienartikel nach dem Medienartikel, wo die Leute sich unsicher fühlen und geärgert werden und so weiter und so fort. Und dann nutzen sie dann diese Chance, um Gesetze zu schaffen, die sie dann später auch auf allen anderen benutzen können. Deswegen muss es wirklich ein Alarmsignal für alle Personen in Deutschland sein. Weil Saad Medun hat ganz normale politische Arbeit geleistet. Es hat Demos organisiert, Kundgebungen, alles beim Staat angemeldet, Vorträge. Das war ganz normale politische Arbeit, aber die politische Linie gefällt dem Staat nicht. Und weil es dem Staat nicht gefällt und weil die Lage sich so entwickelt hat, hat die Staat dann diese Mittel dann zum Tisch gebracht, wo sie eigentlich jegliche politische Organisation mehr oder weniger verbieten könnte. Weil es gibt kein strafrechtliches Hintergrund dahinter. Es geht nur darum, diese Leute haben gesagt etwas, was wir nicht mögen. Und deswegen werden diese Rechte, die im Grundgesetz stehen, mit Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und keine Ahnung was, sie werden komplett abgeschafft. Ich bekam einen Brief vom BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo sie sagen, dass der Staat möchte meinen Aufenthaltstitel entziehen, weil ich Mitglied in Saad Medun sei. Und dann dieselbe Gründe, die wir beim Verbot gesehen haben, sind auch bei mir benutzt. Also Unterstützung der PFLP, die Zusammenleben der Völker in Deutschland, Gefährdung oder keine Ahnung was der demokratischen Grundordnung. Genau. Und besonders im letzten Monat gibt es noch 2 Personen,
die mit Abschiebung bedroht sind. Und also Mus'ab, der ein politisches Verbot hatte, sein Verbot wurde verlängert bis Ende des Jahres. Also der darf an keine politischen Veranstaltungen teilnehmen, was natürlich absurd ist. Und also ich glaube, also hier ist es auch sehr wichtig, dann zu sehen, wie widerwärtig dieser Angriff ist. Weil sie greifen palästinensische Flüchtlinge mit ihren Papieren, mit ihrem Aufenthaltsrecht. Sie wissen, dass diese Leute instabile Papiere haben. Sie wissen, dass diese Leute prekäre Lebenssituationen haben. Und sie nutzen diese aus, um diese Personen dann zum Schweigen zu bringen. Sie können diese Personen nicht strafrechtlich verfolgen. Und deswegen nutzen sie dann dieses Aufenthaltsrecht. Das überschreitet alle Linien der Menschen, also der menschlichen Anstands. Zu meinem Fall konkret, wir haben Widerspruch gelegt, wir warten immer noch. Also in ähnlichen Fällen hat dieses Verfahren mit 2 anderen Verfahren angefangen. Also die erste ist Entziehung der Flüchtlingsstatus und die zweite ist dann Abschiebeverfahren. Wir werden gucken, wie sich die Lage entwickelt, besonders in dieser Atmosphäre der antipalästinensischen Repression generell in Deutschland und so weiter und so fort und nach dem Verbot von Samidun. Also es wird sehr gefährlich. Also weil sie haben dann die politische Legitimität, alles zu machen, was sie wollen. Also kam das Verbot von Samidun und Hamas. Und der größte Unterschied in der Rolle, in Struktur und so weiter zwischen diesen 2 Organisationen zeigt einfach, wie enorm dieses Angriff gegen Palästinenser in Deutschland ist. Hamas an einer Seite ist eine Massenorganisation, eine militante Organisation, die den Widerstand in Palästina führt. Samidun andererseits ist eine Gruppe von Aktivisten, die weltweit für die Gefangenensache in Palästina arbeitet. Genau, also Samidun wurde 2011 gegründet als eine Webseite, wo die Erklärungen von der palästinensischen Gefangenenbewegung übersetzt und veröffentlicht wurden, weil diese Erklärungen waren immer nur auf Arabisch. Und diese Arbeit hat sich dann mit der Zeit entwickelt und Samidun ist jetzt in mehreren Ländern aktiv, auf der Straße. Sie machen Demonstrationen, Kundgebungen, Vorträge und so weiter und so fort, verbinden die Kämpfe der palästinensischen Gefangenen mit internationalen Kämpfen, weil jede Befreiungsbewegung hat Gefangenen. Und jede Befreiungsbewegung hat die Gefangenen als Zentralpunkt ihres Kampfes. Also das ist dann Samidun und heutzutage ist die Arbeit von Samidun wichtiger denn je, weil die Lage in den Gefängnissen heutzutage ist einfach schlimmer als je davor. Also die Anzahl an palästinensischen Gefangenen hat sich verdoppelt. Die Bedingungen in den Gefängnissen, also ihnen wird Wasser abgeschaltet, ihnen wird Strom abgeschaltet, ihre Kleidungen, ihre Bücher, alles wird weggenommen. Sie dürfen keine Besucher bekommen, sie dürfen keinen Fernseher anschauen, sie dürfen kein Radio hören. Die sind komplett von der Welt getrennt. Und bis zu diesem Tag sind, wenn ich mich nicht irre, mindestens 5 Personen im Gefängnis durch Folter gestorben. Mehr als 1000 dieser Gefangenen, die waren an einem Punkt mehr als 10.000, jetzt kann man sie nicht mehr zählen, weil ein paar wurden rausgelassen, also die Arbeiter von Gaza. Ein Segment davon wurde rausgelassen, ein anderes Segment ist immer noch da.
Die Zahl wird sich auch erhöhen, weil die Festnahmen in Westbank sind extrem viel. So die genaue Anzahl haben wir nicht, aber es gibt mehr als 1000 davon, die durch Administrativhaft verhaftet sind. Das ist Haft ohne Gerichtsprozess. Ja, dieses Tool hat die Besatzung von der britischen Besatzung geerbt. Das erlaubt die Besatzung, irgendwelche Person irgendwann ohne Grund festzunehmen und im Gefängnis für eine unbegrenzte Zeit zu verhaften. Genau, also Masar Badil ist eine Bewegung, die 2021 gegründet wurde. Also Samidun in diesem Rahmen ist Teil dieser Bewegung. Also Samidun hat natürlich das Fokus auf die palästinensischen Gefangenen, aber ist dann Teil eines größeren Projekts. Und es hat als Hauptziel, die Rolle der palästinensischen Diaspora in der palästinensischen Sache wiederzugewinnen. Weil besonders nach dem Oslo-Abkommen wurde die palästinensische Diaspora komplett rausgelassen. Und jetzt, wenn wir über Palästinenser reden oder Palästina, dann heißt es Westbank und Gaza. Und das sind die einzigen Leute, die irgendwas zu Palästina machen können. Und alle anderen seien nur solidarisch. In den 70er war die palästinensische Revolution im Ausland. Es war nicht in Palästina. Und wir glauben, dass die palästinensische Diaspora hat eine enorme Rolle bei der Befreiung Palästinas zu spielen. Und wir versuchen, diese Rolle wieder zu gewinnen. Und das macht man, indem man erstmal die Werkzeuge des palästinensischen Diasporas wieder aufbaut. Also es gab mehrere Organisationen, mehrere Gewerkschaften, Student Unions etc. Durch diese haben sich die Palästinenser im Ausland organisiert. Und diese wurde komplett zerstört nach dem Oslo-Abkommen. Und diese muss man erstmal wieder aufbauen. Auch in dieser repressiven Atmosphäre, auch mit allen Mitteln, die der Staat benutzt hat, gab es Massendemonstrationen in Berlin und in Düsseldorf und so weiter und so fort. Die Völker der Welt unterstützen Palästina. Also gleichzeitig müssen alle politischen Parteien in Deutschland, und Olaf Scholz muss kommen und die Botschafter und keine Ahnung welche Diplomaten müssen alle eine Kundgebung vor Brandenburger Tor also organisieren und dazu einladen und Zehnten von Tausenden von Euros auch darin investieren und danach kommt 5000 Personen, um Israel zu unterstützen. Und die meisten davon sind Parteimitglieder. Es ist offensichtlich, die Völker der Welt unterstützen Palästina. Und das sehen wir in den Straßen aller Städte der Welt. Es gibt auch Massendemonstrationen in Afrika, in Mali. Es gibt Massendemonstrationen in Südafrika. Es gibt Massendemonstrationen in Niger. Es gibt Massendemonstrationen in Bangladesch, in Nepal, in Peru. Also nicht nur in den USA und Kanada und Frankreich und Vereinigte Königreich und so weiter. Also auch in der arabischen Welt. Es gab tatsächlich eine Demo in Katar sogar. Ja. Also normalerweise gibt es diese Atmosphäre nicht, wo Leute zur Straße gehen und so weiter in den Golfstaaten. Genau, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, eine klare politische Linie zu haben. Dass die Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer ist nicht zu verhandeln. Es ist nicht strategisch, das nicht als politische Position zu haben. Die Unterstützung des Widerstands ist jetzt wichtiger als die letzten 30 Jahre, diese klare Position zu haben. Der palästinensische Widerstand ist legitim und der palästinensische Widerstand ist das Einzige, was die palästinensische Volk verteidigen kann. Und das sehen wir heute in Gaza. International Community, EU, keine Ahnung was, UN, auch arabische Länder können die Palästinenser nicht verteidigen.
es ist nur der palästinensische Widerstand, die die Palästinenser verteidigen kann und will und wird. Und die Palästinenser befreien werden. Also ich glaube, es ist extremst wichtig, diese klare politische Position zur Straße zu bringen und nicht sich einschüchtern lassen. Die Repression, die wir heutzutage sehen in Deutschland, richtet sich natürlich gegen die gesamte pro-palästinensische Bewegung, aber insbesondere dieses Segment der Bewegung, der sehr klar für die Befreiung Palästinas steht und sehr klar den Widerstand unterstützt. Und also während dieses Angriffs auf dieses Segment der Bewegung wird ein anderes Flügel der Bewegung verstärkt, indem sie dürfen jetzt zum Beispiel Demos, Veranstaltungen, Kundgebungen machen, wo mehrere tausende Leute gehen, aber unter den Bedingungen des Staates. Sie dürfen jetzt nicht mehr from the river to the sea sagen. Sie dürfen jetzt nicht mehr sagen, es gibt einen Genozid in Gaza. Sie dürfen nicht sagen, Kindermord Israel. Und die Palästinenser, die diese Demos veranstalten, machen dann die Arbeit der Bullen, wo sie auch zu den Demonstranten gehen und ihnen dann zwingen, dies und das nicht zu sagen, weil ihr gefährdet die Demonstration, wir werden aufgelöst, wir werden dies und das. Und das ist auch extrem gefährlich. Es ist viel wichtiger, 1000 Personen auf der Straße zu haben, die offen und klar sagen, wir sind für die Befreiung Palästinas von Fluss bis zum Meer, als 10.000 Leute zu haben, die nichts sagen. Also weil besonders in dieser Klima der Repression ist es sehr, sehr wichtig, eine klare Position und klare Unterstützung Palästinas zu zeigen. Man darf nicht die Hintertür nehmen, nicht im Angesicht dieser Repression, weil wenn man sich zurückzieht, wird die Repression noch mehr. Wenn man einen Schritt nach hinten nimmt, wird der Staat mit aller Stärke nach vorne kommen. Man muss unbedingt standhaft bleiben. Man macht auch nichts Falsches. Es ist einfach eine politische Position, die in der ganzen Welt bekannt ist, von allen Völkern auch unterstützt wird. Und das sagt man einfach auf der Straße. Also man begeht keine Strafe, man verursacht keinen Schaden. Man sagt einfach, was man denkt. Und der Staat darf das nicht diktieren. Auch während dieser Repression, die wir in Berlin zum Beispiel gesehen haben, und besonders auf der Sonnenallee, und diese Festnahmen und diese physikalische Angriffe auf Personen, die nichts gemacht haben, die waren einfach auf der Straße. Dieses quasi militärische Gesicht des Staates auf dieser Straße, wo Hunderten und Tausenden von Bullen waren 24/7 auf dieser Straße. Sie kontrollierten jede Person. Alles wurde verboten. Jedes Zeichen von Palästina wird als Bedrohung wahrgenommen. Jede Person ist eine Verdächtige. Was das dazu geführt hat, ist, dass die Leute irgendwann das nicht mehr akzeptiert haben. Und sie haben dann auf der Straße für ihren Recht gekämpft. Sie haben Konfrontation mit den Bullen einfach geführt. Sie haben sich verteidigt. Diese Leute wurden wochenlang angegriffen und danach kam ein Tag, wo sie sich verteidigt haben. Ja, die Palästinenser und Araber und auch die Unterstützer der palästinensischen Sachen haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie viel weiter voran sind als alle Organisationen, als Samidun, als egal welche.
Und ja, sie waren bereit, zu dieser Konfrontation zu gehen und sich selbst zu verteidigen. Also ohne irgendwelche politische Führung oder ohne irgendwelche Analyse. Für sie ist alles extrem klar. Und sogar klarer als viele Organisationen. Was passiert gerade in Palästina? Besatzung, Genozid, Befreiungspalästina ist legitim, Widerstand ist legitim. Was Deutschland macht, geht nicht, das akzeptieren wir nicht und wir verteidigen uns. Nach diesem Tag, das war der 18. Oktober, glaube ich, hat sich der Staat zurückgezogen und hat plötzlich jetzt Demos und Kundgebungen erlaubt. Aber außerhalb der Sonnenallee, außerhalb dieser Straße, wo die extreme Repression stattgefunden hat und diese Konfrontation stattgefunden hat. Sie haben diese Veranstaltungen außerhalb der Straße erlaubt, um erstmal zu sagen, hey, wir sind doch nicht repressiv, wir erlauben doch Demos, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit, aber unter unseren Bedingungen. Aber gleichzeitig wollen sie, dass was am 18. passiert, nicht wieder passiert. Nicht auf dieser Straße und nicht auf anderen Straßen, also in Deutschland, weil es funktioniert. Wenn der Staat extrem repressiv ist und die Leute diese Repression nicht akzeptieren, dann muss der Staat sich zurückziehen, weil sonst geht es nicht. Diese Personen haben nichts Falsches gemacht. Sie waren einfach auf der Straße und sie wurden angegriffen, eine Woche nach der anderen. Und dann irgendwann hat es gereicht. Und sie haben gesagt, nee, wir bleiben doch auf der Straße. Und wenn die Bullen uns angreifen, dann werden wir uns verteidigen.